Halo Adora. Hallo. Hello, hello. Hallo. Hallo. Halo Adora. Brilliant. Sorry I'm late, guys. No problem, no problem. Everyone's coming in right now. So we're waiting for everyone to join. Okay. I think we can start. There might be someone joining later, but I think you can start. All right, great. So good morning. Thank you, Aisha. So good morning, everybody. You're welcome to say hi. You can unmute your buttons if you'd like to. We're going to introduce ourselves to each other. And so that's going to be myself and Adora. And we're going to introduce ourselves to you. And then we're going to ask you to introduce yourselves. So just before we actually start, it's online, as you know. So make sure that you use your ears. And if somebody else is speaking, you just wait for them to finish and then you can speak. All right. So, yeah, do you want to tell them that, Adora, maybe? To start us off. Herzlich willkommen. Wir werden uns jetzt mal kurz vorstellen und es ist halt wichtig, dass, weil wir jetzt online sind, dass dass wenn jemand spricht, ihr der Person zuhört, bevor ihr was sagt. Ja, das ist wichtig, ein bisschen Ordnung zu haben. Und während wir sprechen, bitte mutet euch. Also da gibt es das Zeichen, das heißt Mut. Da schaltet ihr euch bitte aus. Und wenn ihr sprechen wollt, dann könnt ihr euch unmuten. Do you want to introduce yourself as well? Ja, also mein Name ist Adora. Ich bin Teil der Schwarzen Frauen-Community und mache Frauenarbeit, arbeite beim Roten Kreuz und bin eure Übersetzerin und unterstütze Jason bei diesem Workshop und habe auch meinen eigenen kleinen Teil. Super. So as you can see that I'm Jason. So I'm Jason the scientist. And welcome to our Seeds to Forests class. This is going to be a workshop today. I am a science teacher. I'm also a musician. And I teach on many different things. My favorite thing to teach on is quantum physics, and where science meets things that you can't see. Yeah, so that's kind of my take on it. The things that you don't often see science talking about is what I love to talk about. So yeah. Can I introduce you for short in German? Also das ist Jason, der Wissenschaftler. Er unterrichtet unterschiedliche Wissenschaftszweige wie Physik, Mathematik und so weiter. Und er wird das mit uns gemeinsam jetzt machen. Und eine Wissenschaft, die er sehr mag, ist Quantenphysik. Also die Physik, also die Wissenschaft, die man nicht sehen kann. Yeah, that's my favorite thing. So as we said, I think we were going to ask you to introduce yourselves. And I see that many of you have unmuted, which is brilliant. So just one thing I want to say before we start. You are all scientists. Once you enter this building, enter this chat, enter this workshop, you are all scientists. And we're going to talk more about that later. So welcome, my fellow scientists. Also ihr habt euch jetzt alle schon ermutet. Ihr könnt gerne bitte euch kurz vorstellen. Und etwas, was ganz, ganz wichtig ist in diesem Raum, in dem wir hier sind. Wir sind alle Wissenschaftler. Ihr seid alle Wissenschaftler. Also herzlich willkommen. Unsere jungen Wissenschaftler.
All right. You want to introduce yourselves now? So who would like to begin? Wer möchte beginnen? You can say your name and your age. Wie heißt ihr und Also, wie alt ich seid heiße ihr? Alifa. Ich bin 9 Jahre alt. Und das ist meine Schwester Divine. Ich heiße Divine und ich bin 7 Jahre alt. Wonderful. Willkommen, Danke. ihr zwei. Well, somebody else. Please, you can speak. Kommt schon, seid nicht schüchtern. Wir werden euch nicht den Kopf Just your name. abreißen. Nur der Name und Alter, bitte. Somebody else can speak whilst we're waiting for the rest to join. So somebody else can tell us. What's your name and how old are you? Ihr müsst euch anmuten, damit ihr sprechen könnt. Die Sabali möchte sprechen. So. Nein, Aber möchte lieb. ich nicht. Mhm. Okay. Well, welcome, Okay. welcome, Ali. Welcome. Who else is there? Who else do we have here with us? So we have Sabali, Aisha. Hallo, ich bin Fatu. Hello, hi. Hi. Wie alt bist du? 12. Schön. Super. Welcome. Und wer ist mit dir? Das ist meine Cousine Ami. Hello, Ami. How are you, Ami? Welcome. Good. Super. Wie alt bist du, Ami? 7. Schön. Willkommen. Kommt schon, Leute. Hi, good morning. Good morning. Do you want to tell us your name? Wie heißt du und wie alt bist du? Willst du was sagen? Leider steht nur Samsung SM hier. Oh, I'm Samsung Apps. Genau. Sag mir, wie alt du bist und wie du heißt. Jetzt ist sie weg. Okay. Okay, Leute. All right. So I think we've given a bit enough time to introduce yourselves. What you can do later on is for now, please mute your buttons. Everybody mute. Könnt ihr euch So that- auf leise stellen, bitte? Damit wir beginnen können? All right, brilliant. So Super. welcome. Yeah. Yeah. Welcome, 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 everyone. So once again, just to remind you, when you enter here, you are scientists. Wenn ihr hier reinkommt in unseren Raum, seid ihr Wissenschaftler. And that means that you don't know everything, but you're looking to know as much as you can. Und das heißt, ihr wisst zwar nicht alles, aber ihr achtet darauf zu schauen, zu lernen, so viel wie ihr könnt. So it's important to ask questions, and we'll leave plenty space later on to ask many questions. Stellt Fragen. Wir haben später ganz, ganz viel Zeit, damit ihr viele, viele Fragen stellen könnt. And you have to look and think about what you're seeing. Schaut und denkt über das nach, was ihr seht. Okay, excellent. So let's get into it. So I'm going to share my screen with you, and today's workshop is from seeds to forests. So let me get my. Also das heutige Workshop ist vom Samen zum Wald.
Sehr interessantes Thema, wichtiges Thema. And we're featuring, so let's see, we're featuring Wangari Maathai today. Ja, und heute werden wir auch von einer wirklich, wirklich wichtigen Umweltaktivistin sprechen, Wangari Maathai. I think I don't have, oh, do I? Yes, I do. Can you Okay, share? good. I can. So, so, okay. Let's see if this is the right one because it doesn't let me see it fully. Open systems. Okay. All right, give me 1 second. I've got to give myself permission to actually share this with you. And all right, let me try that again. If it doesn't work, just on, I also have the videos, so I can Oh also. yeah, okay. Do you want to send? Do you want to just maybe press play on the video, and then I might actually send you the PowerPoint as well in a second. Okay, sure. Can you All just right. give me the host back, and then I'll. Yep, I'll do that now. Let me do that now. Is that in, okay, more Yeah, I think you just host, where you yeah. see- where you have all the participants. Yeah, and so Yeah. should I say all participants? Um, Or- No, you're not the all. host. Just you click on my participant. name, and then you can choose Yeah. like give hosting rights or something like that. It just brought up 2 options. Let me check again. Record, chat, copy, invite participants. Is it on the share or what? Because I'm You see on the not down, finding it. like just down, like you have all the icons where you can also deactivate your camera, and then there's Yeah. one where it says participants. You see like the number 11 besides it, and when you click on that, it will open up a new window, a small one, where you see all the participants. Okay, participants, click. Got And you. then you see my Lovely, name. Thank you. Yeah, Yeah, and there you click on. okay. Perfect. Cheers. All You right, should have it now. nice. So the video number 1. Please, thanks. Cheers. All right. Can everyone see that? Yes. Cool. You also hear the sound? Nope. Okay. Kinder, bitte nicht reinzeichnen jetzt, okay? Das Reinzeichnen können wir später machen, okay? Danke. Sound ist noch immer nicht da. Das Video. Jetzt haben wir Sound. Ich start's nochmal. Mhm. Unsere Wälder. So we're looking at a time-lapse video of different forests. Mehr als die Hälfte unserer Wälder sind bereits zerstört.
looking at the time change. So if you look on the right hand side, you see that's the year, and you can see what's changing as the years Also wir sehen, change. was sich verändert innerhalb von Jahren. Die Wälder verschwinden innerhalb von Jahren. 84, 91, 2000, 2020. %60 des Regenwaldes im Amazon ist bereits verschwunden. All right, brilliant. So what before we continue, okay, would you like to introduce yourself and say your name and how old you are? I mean, you don't have to, because we've kind of all introduced ourselves, or some of us have introduced ourselves at least. Welcome to our science workshop for those of you who have just entered. So we are getting into our presentation of seeds to forests. Also wir präsentieren jetzt von Samen zum Wald. Willkommen, die noch nachgekommen sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne vorstellen. Nein? Okay. Okay. No problem. So just once again, mute your video. Sorry, mute yourselves, please. Bitte stellt euch auf leise wieder, damit wir beginnen können. And when you want to speak, of course, you can unmute it and then speak, but it's better when everyone isn't, we can't hear your background and so on. Genau. Also wenn ihr sprechen möchtet, müsst ihr euch dann halt wieder unmuten, aber es ist jetzt besser, damit wir euren Hintergrund nicht hören. Ja? Das ist ein bisschen verwirrend für alle. All right, brilliant. So welcome. Today, like we said, we are focusing on seeds to forests, and our particular feature is Wangari Maathai, who is from Kenya and a Nobel Prize winner, literally for planting trees, millions upon millions of trees. Genau, also unser Fokus heute ist vom Samen zum Wald. Und speziell wollen wir uns Frau Dr. Wangari Maathai rausnehmen, die ganz, ganz viele Bäume gepflanzt hat und dadurch auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat. All right, so moving forward. So just as simply that we're going to be talking on forests, and we have seen this, the video introduction on forests. Before I get to the next video, I do want to ask you a question, because you're my fellow scientists, and the first and most important thing is to see, think about, and say what you see. So what did you notice in that video? I'd like to know, what did anyone notice in the video? Wichtig ist als Wissenschaftler
ist, dass man sieht und versteht, was man gesehen hat. Ja? Was habt ihr bei diesen Videos gesehen? Bei diesem Video, das gerade abgelaufen ist. Was ist euch aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, dass mehr halt Fabriken oder Häuser mehr gebaut sind. So halt, also weniger Bäume und alles waren und halt, ja. Mhm. Es waren ganz viele Häuser. Mhm. Statt den Bäumen? Mhm. Okay, good. See, we're talking about what we're seeing. That's great. So that's what we want you to say. Everything that you see, just say what you see. That's it. Nothing more. Ist euch noch etwas aufgefallen? Ja, die Sabali möchte etwas sagen. Sag Okay. jetzt. Oh Gott, okay. Savali, du bist überhaupt nicht schüchtern. Ja, irgendwie geht leider heute nicht. Okay. That's absolutely fine. You'll speak when you want to. All right. So, but we do encourage you to speak, definitely. So actually what you said, the first comment is really the one I want us to focus on. And that is, we started the video in something like 1980 and it 84, went to 1984. 2020. Mhm. Wir haben die Videos begonnen 1984 bis 2020. And what we noticed from this time is that the forests were decreasing. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die Wälder immer weniger geworden sind. So what we want to know is, you know, why are forests important and why is it important for us to think about them decreasing and wanting them maybe to increase? Why is this important? This is what we want to learn today. Warum sind Wälder wichtig? Und warum ist es wichtig zu merken, dass sie weniger werden und auch darauf zu achten, dass sie mehr werden wieder? Super. So, so let's move forward, please. So, actually, I might actually ask you, what I'm gonna do, David, I'm gonna forward you, I don't know which one you're using, but whichever one you're using, I might ask you at some point to change to the other one, just because it brings up the points in staggered things. And some of these, I'll ask them the questions and then the answers will come up later, but it's fine. We'll work with what we have, but Okay. in case you can swap it, then maybe that's the way to go, because I think I put up two of the same presentation and it seems like this one's not doing it in separate Okay. parts. I will check that real quick. All right, so one of the first things that I want to think about is, why are these forests getting less? So I have some answers that I put up, but you're welcome to tell us as well if you have an idea. Why do you think forests are getting less? Also die Frage ist, warum werden die Wälder weniger? Das sind ein paar Antworten. Wollen wir die vorlesen, Jason? Yeah, so the ones that I have here is that actually we have been growing. So we as people have started to change the land. And that's partly because we want to plant certain foods and certain crops that we can eat. So we've changed some of the forests. Also wir als Menschen haben den Wald, also das Land, in dem wir leben, verändert. Einerseits um Sachen zu pflanzen, die wir gerne essen möchten, also damit wir uns ernähren können. And so we've created farms. That's our major thing. And we have created animal farms and vegetable farms. Also wir Arts haben and herbs and so on. Yeah. Also wir haben Farmen aufgebaut, also Bauernhöfe für Pflanzen und für Tiere. And all sorts of plants life is important to us. So we plant, but to plant things, we remove
what the trees that are there so we can use the ground. So we've removed forests for that reason. Also alles, sehr, sehr viele Sachen, die wir pflanzen, die wir brauchen, wie zum Beispiel Kartoffelanbau, Brokkoli, alle möglichen Gemüse, die ihr mögt oder auch nicht mögt, die müssen gepflanzt werden. Und um das machen zu können, muss der Wald abgeholzt werden, also um eben Erde zu kreieren, um Gemüse anzubauen. And we've done the same for animals as well, so that the animals have places to grow, that we can feed them and shelter them and use them. Und das Gleiche haben wir eben auch mit Tieren gemacht, Kühe, Ziegen, Schafe, da haben wir ebenfalls Wälder abgeholzt, damit die eben Grasland haben, von dem sie sich ernähren können. So that's one of the main reasons. The others include that we use the material that's in the forest. So the most obvious material that you get from forests is actually the wood. So we harvest a lot of wood. Das ist der Hauptgrund, warum Wälder abgeholzt werden. Aber es gibt auch andere Gründe, wie zum Beispiel, dass wir eben das Holz verwenden. Wir verwenden Holz von den Bäumen, zum Beispiel Papier zu machen oder Öfen zu heizen. And if you look around in your house, you can literally think about how many things in your house are made from wood, right? That will give you an idea of how much wood we use. Schaut euch mal um zu Hause, schaut herum und schaut, was aus Holz gemacht ist in eurer Wohnung. Schaut euch mal um. Und das wird euch eine Vorstellung dafür geben, wie viel Holz allgemein gefällt werden muss, um das kreieren zu können. And another reason is that we actually mine, which means to search for what's under the ground. Ein weiterer Grund, warum abgeholzt wird, ist, dass wir auch Minen bauen, also Bergbau machen. Da suchen wir Dinge, die unter der Erde sind, wie zum Beispiel Kohle. Yeah. So one of the main things that we search for under the ground is for our fossil fuels. So that includes coal and oil and natural gas. Also die Hauptsachen, die wir eben unter der Erde suchen, sind fossile Brennstoffe, wie eben schon gesagt, Kohle, Benzin, Öl, Gas. Yeah. And other reasons apart from just us as humans, we look to work with the earth and we remove forests for our reasons, but some of the other reasons happen naturally. So we have natural disasters. One of the main natural disasters that remove forests are forest fires. Also neben der Tatsache, dass wir jetzt Wälder entfernen für unseren eigenen Nutzen, gibt es natürlich auch natürliche Disasters, natürliche Umstände, wie die Wälder verschwinden, wie zum Beispiel durch Waldbrände. Does anyone remember seeing on the news maybe or read it or seen pictures of forest fires? Have any of you seen forest fires? Habt ihr vielleicht in den Nachrichten schon mal gesehen, Waldbrände? Habt ihr eine Vorstellung, wie ein Waldbrand ausschaut? Super. I see some. Also, ja, ich bin mal halt wandern gegangen und da war dann halt ein großer Waldbrand. Und der hat auch schon so auch ein paar Tage lang gedauert und ja. Und ihr wart in der Nähe vom Waldbrand? Also ja, ungefähr. Das ist gefährlich. Ich habe in which country? In welchem Land war das? Österreich. In Österreich. Okay, yeah. Ich habe am Fernsehen einen Wald gesehen, der hat gebrannt. Okay.
So see, these are the things that we've seen, that we've observed. This is the word that we're going to work on today as well, that we've observed. Yeah, and please, you can speak. I can see somebody with their hand up. I think it's Elora is the Elora? name. Mhm. Also ich sehe manche Bäume, sie sind schon runtergefallen und sie sind schon schwarz, also sie sind schon gebrannt Okay. Und wo ist das? Wo siehst du die? in dem Wald. Okay, wenn du spazieren gehst im Wald. Ja. Danke, Elora. Thank you. All right, great. So, and one of, if anyone else would like to speak, feel free to, but I'm going to continue unless I hear somebody else speaking. So one of the other things is, of course, there's a lot of money to be made from food, from oil and gas and coal, and there's lots and lots of money to be made from just the earth itself, from having land. So this is a big reason why we actually see what we call the industries being the companies that want to take over lots of land. All right? Also man kann sehr, sehr viel Geld machen mit der Erde, auf der wir leben. Dadurch, dass man eben Industrien baut, die eben Kohle abbauen, Öl abbauen und eben auch Vieh, also Kühe und Gemüseanbau. Das bringt alles Geld. Und das ist der Hauptgrund, weswegen die Natur, die Bäume gefällt werden, wegen dem Geld. So I'm sure that if I was to say fast food restaurants, maybe one of the largest names that we know. Actually, maybe I ask you, what fast food restaurants? If I ask you what fast food places do you know, what would you tell me? Welche wow, Fast Food. Yeah. Maybe I'll just continue. So we have places like McDonald's, for example, that have lots and lots and lots of property. That's their biggest thing, to have lots of land space. They have lots and lots of land space as a company. Okay, McDonald's hat sehr, sehr viel Land als Firma. Also McDonald's gibt es ja überall auf der Welt. Und das ist ein Fast-Food-Restaurant. Also auf Deutsch wäre das schnell Imbiss, aber ich glaube, ihr kennt den Ausdruck Fast-Food ja. Und die haben sehr, sehr viel Land, das sie besitzen. Right. So let's move. So let's move forward now. So we've thought about why the forests are decreasing. So I'm going to ask you, what forests do you know? Can any of you name some forests? Was für Wälder kennt ihr? Könnt ihr Wälder nennen, die ihr kennt? Kennt ihr welche? Vielleicht, just maybe you have to ask them, tell them which type of forest you mean. Yeah, so we have lots of different types of forests, like we have rainforests and so on. But Also es gibt den Regenwald zum Beispiel. Fällt euch da was ein? Okay, let's get into the names then. Do you want to click through for us, David? Es gibt einen Regenwald in Brasilien, glaube ich. Yes, indeed, and that is the first on the list. Die Tiger in Russland. Die Tiger in Russland, sehr gut. Great. So here are if you can see on the screen, these are the two largest forests. Also Amazon ist der größte Regenwald. Yep, you can continue, David, it's cool. Dann im and Kongo. We have the Congo, yeah, and New Guinea rainforest. These are the largest. And then we have one called Valdivian. It's another in South America. Der Valdivian Rainforest ist auch in Südamerika.
Togas Nationalpark in Nordamerika. And next. Bosava Forest in Nicaragua. Right. So there's actually a link on this. What forest do you know? There might be a hyperlink. If do you want to click on that, D? Thank you. Okay, so go to the map, please. All right. So the question is, yeah, please make the map big. That's really good. What we want you to do is, can you possibly tell us where some of those rainforests are? All right, so we just need the continent, or if you can tell us roughly where it is, up, down, left, right, northeast, southwest, however you want to describe it. But let's try and find some of those forests. One is in America. Which one? Welches? Amazonas. Amazonas, genau. Wo, in Great. welchen Amerika? Excellent. Norden Excellent. In South oder America, that Südamerika? big red slab, that's the Amazonas. I mean, that's Südamerika. Brazil, but Südamerika, Ja. genau, super. excellent. Latina rainforest. Excellent. So, David, maybe you just want to put your marker on a few different places, just so that the names pop up, so they can see all of these places that come up. There's lots of forests attached to them, so you can just flick around a little bit. So here's some in, yeah, please, Adora. Also Yeah, all you can, diese, as auf die wir David, klicken, das sind ganz viele Regenwälder, also Bolivien, Argentinien, and also Brasilien. on those black and white striped places, there are forests there as well, David. So don't worry about just the color. Venezuela. And let's go into Middle America, just up that little tiny Das Gestreifte, channel. David. Yeah. Die Gestreiften haben auch Regen. Yeah, there we go. And we can see Nicaragua just below, I think it was. That was one of them that was named. Anyway, but yeah, somewhere around here is Nicaragua, just above a little bit. But if it comes up on the screen, yes, there we are. Das ist Nicaragua, genau. That's the one. That's the one that's home to at least 20 groups of indigenous people. In Nicaragua gibt es mindestens 20 Naturvölker. And that's only in Nicaragua. Und das ist nur in Nicaragua. And maybe you can go up to North America, Mexico, North America, and Canada. And then let's go to Africa. So we have some places in Africa, Sudan. In Sudan. Yeah, and just next to Sudan is Congo, right there. Just Kongo gibt es einen großen Regenwald. Yeah, the second largest in the world, yeah. Yeah. Ich war in Nigeria auch schon im Regenwald. Das ist irrsinnig schön dort. Yeah. Ja. All right. So we can see, and if we want to, we can go all the way across towards the end of Russia and China, and we can just click on there as well, because the whole world basically is filled with forests. Die ganze Welt ist voll mit Wäldern. All right. I think that's great. So we've kind of seen some places, and we've kind of gone across the world a little bit to see where some of these forests that we've talked about are, which is, it's important for us to know. Yeah, you can go back. Thanks. All right, great. Yes, let's move forward. So the question is, yeah, why is plant life important? And I'm actually putting this question to you. Does anyone want to tell us, why is plant life important? Könnt ihr uns sagen, warum das Leben Pflanzen wichtig sind? Wenn wir keine Pflanzen mehr haben, können wir keinen Sauerstoff mehr nehmen, weil die Pflanzen saugen unser CO2 aus. Excellent. Super. I love that. Super Antwort. How old are you? 12. Okay, good. So you're I don't know if you're going to join us in the older group, but we get into a little bit more detail. It's a lot similar, but if not, because you're already here, feel free to ask a few more questions, because there's a few things that I won't talk about too much here, because it's for the younger group. But that's a fantastic answer.
Yep, Sehr gute absolutely brilliant. Antwort. CO2 wird von den Pflanzen absorbiert. Und hätten wir keine Pflanzen, würden wir ganz, ganz viel CO2 haben auf der Welt. Gibt es noch Alright. einen Grund, warum wir Pflanzen brauchen? All right. So if you don't speak, I'm going to keep. Yeah, please go ahead. I Weil can sie see. Sauerstoff halt geben, also dass man. Genau, perfekt, Excellent. perfekt. Excellent. Yeah. So fantastic. Without it, we wouldn't be alive. Actually, we need oxygen to breathe, right? So Wir brauchen Sauerstoff, um zu leben. Ohne dem wären wir nicht mehr im Leben. Ja, korrekt, super. excellent. Let's move forward, Dee. Yeah. So they actually not only provide us with oxygen, but they also purify the air that we breathe. So it clears the space. A lot of plants are really good to clear the air. So if you want to, if you have a few certain plants in particular in your house, will help to keep the air very fresh because it uses the air and gives us very pure oxygen. Also die Pflanzen geben uns auch Sauerstoff, aber sie filtern auch die Luft für uns. Wie du schon gesagt hast, zum Beispiel das CO2 rausfiltern. Und wenn du Pflanzen in deine Wohnung gibst, die helfen dir auch, die Luft in deiner Wohnung zu filtern, zu säubern. And it does the same with water. Und das Gleiche machen sie auch mit Wasser. All right, you want to continue, David? Whilst we're not speaking, you can speak. So it's okay that because it's not like a classroom where I can see your hand up. Sometimes some of you click the wave hand thing, and that's great. But you can speak if you don't have to put up your hand on the screen because I cannot always see who's putting up their hands. Genau. Also ihr müsst nicht eure Hand hochhalten. Wenn ihr was sagen möchtet, dann einfach unmuten und was sagen, weil wir können nicht immer sehen, wer die Hand hochhält, ja? Kann man Pflanzen essen? Ja, man kann Pflanzen essen. Das Yes. ist auch etwas, was wichtig ist, wofür Pflanzen wichtig sind. Da hast du recht. Yeah, great. Danke für den Beitrag. And do you want to continue, David? So what we have here are two pictures. One is of the fig tree. And the fig tree is important because it's the starting point of Wangari Maathei's inspiration. She was told by her grandmother about the fig tree nearby. And so that's why I put it there. But Also wir haben hier zwei Bilder. Eins ist von einem Feigenbaum. Und der Feigenbaum ist sehr wichtig, weil Wangari Maathai von ihrer Großmutter den Feigenbaum als Beispiel gekriegt hat und als Inspiration gehabt hat. And the other tree is actually called a Nandi flame, which she planted, or it's called the African tulip tree. Also der andere Baum ist ein Nandi-Flamme oder der African Tulip Tree. Yeah. Baum. And this is the tree that she planted when she got the Nobel Prize. So she planted a tree when she got the Nobel Prize. Okay, das ist der Baum, den sie gepflanzt hat, als sie den Nobelpreis gekriegt hat. Also den African Tulip Tree. Also, aber auch wenn es keine Wälder gäbe, also hätten die Tiere auch kein Zuhause. Genau, korrekt. Gäbe es keine Wälder, gäbe es kein Zuhause für die Tiere. Super. Right. So, so we kind of have on the pictures the beginning and the end of her, well, not the end per se, but big points, major points in her life. So she used the fig tree was very inspirational, and also this Nandi flame tree. Also wir haben auf dem Bild die zwei wichtigen Bäume im Leben von Wangari Maathai, der Feigenbaum und der Nandi Flame Tree, Flammenbaum. Yes. And so they provide us with food. They provide us with
things that we can build with. They provide us with materials that we can make for our houses. They provide us with all sorts of things, and we're going to learn more as we go into it. Also diese Bäume liefern uns Essen, Materialien, um Häuser zu bauen, Möbel, Schatten. Sie liefern uns unterschiedliche Dinge, die für unser Leben angenehm ist. Und da werden wir noch tiefer reingehen. All right, let's go forward, please. All right. And also it provides life for things around it. So lots of animals are living in those forests. Tons and tons of species are living in the forest. Lots of species. Wie du schon gesagt hast, es gibt es liefert Lebensraum für ganz viele unterschiedlichen Tierarten. Ganz viele unterschiedliche, von den Insekten zu Vögeln, zu großen Wildtieren. All right, moving forward. So, and again. So what you can see here is, exactly as you said, there's a natural balance between the plants giving out oxygen and us breathing in that oxygen. We exhale carbon dioxide, the plants breathe in or take in carbon dioxide. Also man sieht, wie er schon selbst gesagt hat, sieht man ganz klar, es gibt einen Kreislauf. Die Pflanzen beliefern uns mit dem Sauerstoff, den wir brauchen. Wir atmen ihn ein und atmen CO2, also Kohlendioxid aus, das wir dann wieder den Pflanzen zurückgeben. Ja, das ist ein schöner Kreislauf, in dem wir mit der Natur in Symbiose, in einem sind. Great, and that's a wonderful words in symbiosis. So, David, move forward, please. Yeah, please, if you have a question, you're welcome to. What is symbiosis? Symbiosis, also eine Symbiose ist, ja, man kann sagen, es ist ein Einklang. Du bist im Einklang mit der Natur. Wir atmen aus CO2 und die Bäume, die Pflanzen nehmen das CO2 auf und geben uns Sauerstoff. Und wenn wir in Symbiose sind mit der Natur, sind wir in der Lage, ein Gleichgewicht zu haben. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen ausgeatmetem CO2 und aufgenommenen O2 oder ausgeschiedenen O2. Die Symbiose ist, dass wir voneinander etwas haben. Ja? Yeah, it's in balance. So there's give and take, which is good for both. That's really das für beide gut ist. Yeah, let's move forward, please, Dee. A very good question. Yeah. Super question. All right, and again, so we've seen that plants take in carbon dioxide, but they also give out water. They release water. Also wir sehen, dass die Pflanzen CO2 aufnehmen, aber sie geben auch Wasser ab. So if there's lots and lots of trees together, a forest is sometimes defined as having more than 50% of trees in an area. Also ein Wald als Wald bezeichnen wir bereits, wenn mehr als 50% von Bäumen in einer Gegend sind, dann ist das ein Wald. Yeah, and less exactly. And less than that, they'd be just simply woods. But imagine if lots of water is being released by all of these forests together, it keeps the atmosphere very moist, and that contributes to creating rainforests. Und wenn diese ganzen Bäume, die in dieser Gegend sind, Wasser abgeben an die Umgebung, das hält die Umgebung feucht und feucht und weich und sorgt auch für eine feuchte Atmosphäre. And what you don't see in this picture is, of course, that the plants themselves or the trees, their roots are absorbing water from the ground. Und was man nicht sieht, ist, dass eben die Pflanzen, die Bäume
ihre Wurzeln Wasser von der Erde aufnehmen und speichern. Do you want to move forward, David, please? So exactly as you said, we have that cycle of oxygen and carbon. Do you want to move forward again, David? Now pause. Back one. Actually, no, let's forget, just bring it up again. So what we have here are the main gases in the atmosphere. So nitrogen is the largest, oxygen comes next, and then carbon dioxide, argon, and other gases, and water vapor and so on. Was wir sehen, sind die wichtigsten Gase, die es auf der Erde gibt. Ja? Nitrogen ist Stickstoff. Stickstoff. Stickstoff, danke, sorry. Stickstoff findet man am häufigsten, dann gefolgt von Sauerstoff und Carbondioxid, Argon und dann noch andere. Aber am meisten findet man Stickstoff vor und in zweiter Linie dann Sauerstoff. Right. Next one, please. So an important thing to recognize is that life is a complete cycle. So the trees will grow from a seed, they'll become a tree at some point, and then those trees can die, but they go back into the earth to create the next bedding of earth for the new cycle of trees to come with seeds that have been planted. Also wir haben jetzt schon von Symbiose gesprochen und von Zyklen, ja. Und der Zyklus eines Baumes ist, dass er zuerst mal als Samen existiert, dann weiter wird es zu einem Spross, zu einem Sprössling und dann weiter zu einem kleinen Baum, einen größeren, einen erwachsenen Baum, der dann langsam aber doch stirbt und dann wieder zurück zum Teil der Erde wird, um die Erde mit Nährstoffen zu versorgen, damit eben wieder was Neues draus wachsen kann. And yeah, moving forward, please. And again, we have the same sort of picture, but you see that we're including the industries that we make, and those industries pump out lots of carbon dioxide. And this now also includes some of the death and decay from those cycles that create the oil, the coal that we use. Also wir haben jetzt noch die Industrie dazu genommen. Die Industrie produziert sehr viel Kohlendioxid und zusätzlich eben auch das Sterben von Tieren und sonstigen führt dann auch zur Bildung von diesen fossilen Brennstoffen, also mit denen wir heizen zum Beispiel, die dann wieder, oder Auto fahren, die dann eben wieder von uns Menschen gewonnen werden. Yeah, and we can move forward. So once again, it's the same process. So of course, the important part is that the question that I wanted to ask, which is very obvious, hopefully, but where do we get the seeds from? Where do we get our seeds from? If we see these trees, all of these different types of trees, where do we get the seeds from? Also wenn wir diese ganzen unterschiedlichen Bäume sehen, woher kriegen wir die Samen? Wisst ihr das? Die Samen damit ein neuer Baum entstehen kann. Woher kriegen wir die? Keine Ahnung. Sag. Du brauchst nicht aufzeigen, sag einfach. Von einem Apfel. Vom Apfel? In this case, that's true. So it's in the fruit. Yeah, in this case, it's in the fruit. So the flowers themselves, if they don't have the seeds, it's the fruits. The fruit itself does, right? Obviously, this is something that we know. But that means die Blume
des Baumes nicht die Samen hat, dann hast du 100%ig recht, dann sind es die Früchte, die Samen tragen. So from one piece of fruit, we have many seeds. Also ein kleines bisschen Frucht, eine Frucht hat ganz, ganz viele Kerne und Samen. So we can actually create many, many, many little trees just from one piece of fruit, often. Sometimes fruits only have one, but many have more than one. Und von einer Frucht kann man ganz viele Bäume kreieren. Viele Früchte haben mehrere Samen. Es gibt einige andere weniger, die nur einen Samen haben, wie zum Beispiel Avocado. eine Avocado oder eine Nektarine. Ja. All right. So let's move forward. So this is a pine tree which you see around you, and I wanted to know where do the pine trees get their seeds from? And you can see the pine cone. Do you want to point to the pine cone? And you can see that the seeds are falling out of the pine cone. Yeah, and those will germinate to create a new pine tree. Also der Tannenbaum, ihr seht die Bockerln, die immer runterfallen von den Bäumen. Dort findet man die Samen und das ist aus denen entsteht dann wieder ein neuer Baum. Let's move forward, please. So we can see that there's sometimes male and female types. Man sieht, dass es manchmal männliche und weibliche Teile gibt des Baumes. And in this case, they need to come together to actually create a new seed that will actually create a tree. Und in so einem Fall müssen die weiblichen und die männlichen Teile des Baumes zusammenkommen, um einen Samen zu bilden, um dadurch einen neuen Baum zu bilden. So some fruits have a single seed that has all the potential to grow in it, and others are split into male and female that need to come together. Manche Früchte haben alles in einem, ja. Aus ihnen kann sofort ein neuer Baum oder eine neue Frucht entstehen. Andere benötigen eben weibliche und männliche Teile, die dann zusammenkommen, um einen Samen zu bilden. All right, so let's flick forward, David. Let's see what's next. All right, so we can flick forward again, just because we kind of done the tree. Yeah, we've done all of this. So we've taken a look at this. So these are the different parts of a tree. Das sind unterschiedlichen Teile des Baumes. Yeah, so we can see the bark, the trunk, the leaves, the fruits, the flowers, the stem, and where it is, which we call the habitat, where it is. It's around den Stamm, die Blätter, die Frucht, die Blume, die Äste und das Habitat, das ist der Ort, an dem die Pflanzen wachsen. Das ist das Habitat. And one of these pictures has no name. What part of the tree is this that I'm pointing to? Welcher Teil des Baumes ist das hier, das keinen Namen hat? Wisst ihr das? Do you want to guess? Denk mal nach, was ist das für ein Teil des Baumes? Ihr könnt nichts falsch sagen, Leute. Sabali will etwas sagen. Okay, Sabali? Die Rinde? Die Rinde, sehr gut. Sehr Excellent. gut. Excellent. So in English we call it, so it's part of the trunk, and the outer part of the trunk is called the bark. So bark. Yes. Excellent. Do you want to move forward, please, Dee? And so let's name our tree. We have the fig tree here, a huge fig tree, and we have a few other pictures.
please name these parts. What parts can you see? Wir sehen hier einen großen Feigenbaum, der wunderschön ist, muss ich sagen. Und auf den anderen Bildern seht ihr die Teile des Baumes. Könnt ihr die Teile benennen? See. Was Just seht ihr name all da? the different parts you see. Ja, sag. Früchte? Die Yes, Früchte, indeed. super. Und was noch? Sie Yes. sehen Auf was ist denn die Frucht drauf? Wurzeln. Die Wurzeln, sehr Super. gut, sehr Excellent. gut. Auf was ist denn die Frucht drauf? Die Blätter. Yeah, you can see the leaves, definitely. Samen. Nochmal? Ah, very Den good. Samen sieht man, ja. Very good. You Super. can see the seeds, right? Und auf was ist die Frucht drauf? Auf dem, What are they hanging from? Wo sind sie auf dem oben? Baum. Ich weiß Auf Yeah, dem from the Baum. tree. What part? Does anyone know what part of the tree that is? Auf dem Ast. Genau, sehr gut, auf dem Ast. Perfekt. Good, good. The Wunderbar. branches, yeah? Super. All right. So I think maybe at this point, maybe this is a good point to stop. You can flick forward for one more, David. So if you want to, you can stay for, and you can do this if you have nothing else to do, but we're going to take a pause for, how long should we make it? 7 minutes till 1/4 past? Yeah, please, not longer, or Yeah. else it will be too short. Yeah. All right. So let's come back together in, let's say 5 minutes. Let's make it a 5-minute break. 5 minutes. I'll see you Genau, at also wir 13 machen jetzt past. eine 5-minütige Pause. Wenn euch langweilig ist und ihr nicht aufs Klo müsst, nichts trinken müsst, könnt ihr gern den Baum benennen, die Teile des Baumes benennen. Und ansonsten sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Ja? Willkommen wieder zurück. All right. So I think now we should now we're going to speak on Wangari Maathai, the feature of. Hello, welcome. How's my fellow scientists doing? Are you all good? You're feeling good? Ramon. Yes. Super. All right. Good. So you can show the next slide if you'd like to, David. I'm sure that we don't need to look on. I'm confident that they can find their way through that picture, but if they want to ask questions, they can. But let's move forward to the next slide, please. All right. So this is going to be our feature today, and this is who we're focusing on, and this is who has inspired us. This is a person that has done a lot for the world, and we want to know more about her. So I'm going to pass it on to Adora to tell you more about Wangari Maathai. All right. Okay. Ich werde das auf Deutsch und auf Englisch sagen, für die nur Englisch verstehen. Also die Person, auf die wir uns heute konzentrieren möchten, die wirklich extrem inspirierend ist im Rahmen von Umweltschutz und Bewusstsein, Umweltbewusstsein, ist Dr. Wangari Maathai. The person we want to concentrate on right now and who is really, really important concerning environmental awareness and environmental safety is Dr. Wangari Maathai. Sie wurde am 21. April 1940 südlich von Nairobi in Kenia geboren und ist Teil des größten Volksgruppe in Kenia, den Kikuyu. Und sie war so begabt, dass die Klosterschwestern sie aufnehmen wollten, und sie hat in der Klosterschule, in einer großen Klosterschule, ihre Grundausbildung gemacht und
hat dann ein Stipendium erhalten, um Biologie in Kansas, an der Uni von Kansas, Atkinson Uni von Kansas zu studieren und hat später dann auch an der Universität von Pittsburgh und Gießen und München studiert. Wangari Maathai was born in 1940 in Nairobi, close to Nairobi, south of Nairobi, part of the Kikuyu tribe, one of the biggest tribes of Kenya. She was very talented, and the sisters allowed her to study in one of the biggest convent schools in Kenya. And she studied, she then got a stipendium to study biology in America, in the Atkinson University in Kansas. And later on, she studied further in universities of Pittsburgh, Gießen und München. Das heißt, Wangari Maathai, da sie in München, Deutschland studiert hat und Gießen, spricht sie auch fließend Deutsch, ja. She speaks German. 1971 erwarb sie als erste Frau in Kenia das Doktorat und wurde auch die erste Professorin der Universität von Nairobi, wo sie veterinäre Anatomie unterrichtete. 1971, she was the first woman in Kenya to get a doctorate, and she was also the first professor at the University of Nairobi, where she taught veterinary anatomy. 1977 gründete sie the Green Belt Movement, die Grüngürtelbewegung, nachdem sie ländliche Teile in Kenia besucht hatte und aus erster Hand gesehen hat, was Abholzung, also Baumfällungen der Wälder und Pflanzen von Monokulturen, also sehr, sehr einseitige Pflanzung sehr einseitige Pflanzen, die man eben fürs Essen benötigt, bei den Menschen bewirkt hat im ländlichen Raum. Es gab Dürren und Trockenperioden, einen großen Verlust von der Vielfalt, der pflanzlichen Vielfalt, was eben zur Zunahme von Armut bei den Menschen führte. Ja? 1977, she founded the Green Belt Movement, that after she traveled to rural areas of Kenya and saw firsthand what chopping of the trees and deforestation and monoculture, commercial planting caused with the people in the land. There were droughts and poverty increased. Also am Weltumwelttag, dem 5. Juni 1977, pflanzte sie 7 Bäume in Nairobi, gemeinsam mit ihrer Organisation. On the 5th of June 1977, she planted 7 trees in Nairobi, together with her organization. Und danach, also im Rahmen dessen, davor hat sie schon Bäuerinnen, in erster Linie Bäuerinnen, unterrichtet, wie sie Bäume großziehen können, Samen großziehen, um dann Sprösslinge zu bilden und dann Bäume zu wachsen zu lassen. Für jeden Baum, den die Bäuerinnen 3 Monate lang überleben, also für jeden Baum, der 3 Monate lang überlebt hatte, bekamen die Bäuerinnen einen kleinen Betrag Geld für ihre Arbeit, für ihre Leistung. She taught female farmers, how to grow seeds and grow trees out of it. And for every tree that survived more than three months, she gave them a small amount of money.
da sie nicht so viel Geld hatten, haben die Bäuerinnen immer nur einen kleinen Betrag gekriegt. Aber mit diesem Betrag konnten sie sich einerseits ihre Familie ernähren und konnten sich auch andere Sachen für sich selbst schaffen, wie zum Beispiel, es gab dann welche, die wurden Imker zusätzlich zu Baumpflanzern, haben Honig angebaut, also Honig erzeugt. Und es gab dann auch welche, die haben mehr Vieh gekauft davon. Also sie konnten ihr Leben durch das Baumpflanzen verbessern. A lot of the small money that they got, they managed to invest it into different other enterprises, like beekeeping and creating honey and creating more farms, more cattle. Dadurch konnten sich die Leute einfach wirklich gut ernähren und sich selbst aus der Armut begeben. Die Leute, die Bäuerinnen haben erkannt, dass durch ihre kleine Arbeit, die sie gemacht haben, sie sich selbst aus der Armut heben konnten und selbstständig etwas Neues erschaffen konnten. They realized that with the little work that they did, they could create a new life for themselves. 1977 haben sie 7 Bäume gepflanzt und 1993 hatten sie bereits 30 Millionen Bäume gepflanzt. 30 Millionen. Es gab mehr als 600 Baumschulen. Baumschule bezeichnet man das, der Ort, wo sie eben die Bäume großziehen, wie in der Schule. Und in 13 Ländern waren sie als Green Belt Movement aktiv. 1993, they planted the first 7 trees. 1977, they planted the first 7 trees. And 1993, they had already planted 30 million trees. They had more than 600 tree schools. I'm not sure if that's the right word, where they started planting the trees and were active in 13 countries. Was natürlich der Aufbau der Wälder in Kenia mit sich führte, war natürlich, wie schon am Anfang gesagt, Personen, Organisationen, die von den neu aufgebauten Bäumen Geld machen wollten. Das führte dazu, dass die Regierung unterschiedlichen Bauunternehmen einfach die Länder, die kreiert wurden, die Bäume, die Wälder, die kreiert wurden, verkauft hat. Ja? The government sold the forests to certain companies, just certain building and construction companies. Thank you. The construction companies, and therefore and Wangari, Dr. Wangari Maathai, of course, natürlich war sie extrem wütend darüber und hat einen Widerstand organisiert. Sie haben gekämpft gegen die Regierung. Je öffentlicher der Kampf wurde, desto mehr Leute sind dazugekommen und obwohl sie von der Polizei angegriffen wurden, sie wurde mehrmals ins Gefängnis gesteckt, ja, hat sie gekämpft darum, dass ihre Bäume bestehen dürfen. Of course, Dr. Wangari Maathai was not happy about this, and she created resistance and fought for her trees. And the more the public knew about it, the more people participated. And even though they were jailed, beaten, they fought for their trees. Und am Schluss musste die Regierung dem Druck des Volkes nachgeben. Das bedeutet, man kann für seine
Überzeugung einstehen. Und je mehr wir sind, desto eher erreichen wir unser Ziel. You can't stand in for your ideas, and the more you are, you can achieve. Ja. Also, ganz, ganz wichtig ist, dass Frau Mattei 2004 den Friedensnobelpreis gekriegt hat für ihre Arbeit und für ihren Aktivismus. Sie ist weltweit sehr bekannt, hat Vorträge gehalten, war bei den unterschiedlichen Umweltkonferenzen und hat eben auch als Professorin gearbeitet und auch für die UN. Mrs. Mattei got the Peace Nobel Prize 2004, and she is internationally known and traveled the world to talk about the environment and her work. And she was also working for the UN. Leider ist die Mutter von 3 Kindern, die den Spitznamen Mama Miti von den Leuten erhalten hat. Das heißt Mama der Bäume auf Kiswahili. Am 25. September 2011 gestorben in Nairobi. Sadly, the mother of 3 children that had the nickname Mama Miti died on the 25th of September 2011. Mama Miti means mother of the trees. Jedoch lebt sie weiter in ihrer Organisation, und Ngaris Mattais Konzept war es, einfach beginne klein und tu dein Bestes und denke an das große Bild, das große Ziel. Wisse, dass jede Änderung, die du machst, zu einem kleinen Teil das große Ganze beeinflussen wird. Her concept in life was begin little and do your best, and know the big picture, and know that the little changes that you make in the small parts will influence the big parts. Jetzt sind 45 bis 50 Millionen Bäume gepflanzt, nachdem sie 1977 gerade mal 7 Bäume gepflanzt hatten. Ja? Und diese Frau hat einfach ihre ganze Umgebung beeinflusst. Die Menschen verstehen jetzt, nachdem sie jahrzehntelang die Bäume gefällt haben, verstehen sie jetzt, dass die Bäume wichtig sind für ihr eigenes Überleben. Und das ist das, was Frau Mattei ihnen mitgegeben hat, und auch, dass sie als Gemeinschaft zusammen alles erreichen können und stark sind. So even though she died, now there are 45 to 50 million trees planted. Even though she died, she gave the people the knowledge that if they work together, they can achieve greatness. And even the little things they do will make a difference. Dankeschön. All right, wonderful. I think that's absolutely, there's so much I've learned there. And her life is an inspiration. So thank you, Dora. That was great. I really enjoyed listening to that. David, sorry, ganz kurz. Das Video jetzt noch. I'd like to end with a small video. Okay, yes, please. Selbst wenn ihr nicht versteht, was sie sagt, es geht wirklich darum, sie mal sprechen gehört zu haben, sie mal gesehen zu haben. Ja? Das ist nur 1 Minute. Okay. Don't forget, after this, we're going to have our question and answer
So, you know, you're going to be able to ask and answer all the things to myself and Adora that you'd like to about science. So just going to watch this video, waiting for it to come up. And there's also a few other things that we might share depending on time. So let's see how we get on. David, ist alles in Ordnung? I think you're muted, Lee, if you want to. Man sieht nichts. Oh, das ist die ganze Zeit schon gelaufen. Oh. Ach so, läuft schon bei dir? Ja, warte mal. Dann langsam Zugriff. So. Okay. So, sieht man das jetzt? Nein. Yeah, it says you're sharing you started to share your screen. Double click to edit. Yeah, but it was there now. It's coming up. Yeah. It was there now. Yeah. Okay, okay. All right, one more try. Okay. Perfekt, das ist es. Okay, super. We are constantly being Aber es bombarded gibt by keinen Ton. problems that we Jetzt face. Kannst du And zurück zum sometimes Anfang we gehen? can get Danke. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and it puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Jason, you're muted. Thank you. Yes, absolutely fantastic. I love that. I think it kind of brings a full circle to what we've been saying. And so we've started looking at forests and come right the way round to how we can make a change. And no one's too small. So I think that's incredibly inspiring, Adora. It's definitely, I mean, I'm watching it and I'm inspired. I've been listening, I'm inspired. So yeah, brilliant. I think this is really what it's about. I really love the video as well, in particular, just because the story itself reminds us that we're never too small. And no matter what little it may seem in other people's eyes or how
it may seem in eyes, you might be inspiring people. The beauty of that was, right? And I'm pretty sure that once she pointed out to some of them, I am doing the best that I can, it makes them reflect on themselves and saying, well, instead of me complaining about how small her wings are, instead of me complaining about how silly she is because she can't get enough water to put out such a huge fire, instead of me complaining about the fact that she might die very soon if she gets too close to the fire, actually, maybe I can use my trunk as an elephant. So a couple load of that water and blow up fire. And then for a couple of my cousins do that. And then if the others get involved, who knows what can happen, right? So we might be inspiring people just by what we're doing. We might be giving them ideas, even though we can't do a lot. And it's so, there's a lot if we start to apply imagination to what we can do and, what that story is telling us. Also die So thank Geschichte you, Dora. ist sehr inspirierend. Ich fand sie auch sehr inspirierend, wie ich sie gesehen habe. Deswegen wollte ich sie teilen. Und zwar der kleine Vogel, der einfach nur Tropfen auf das Feuer geschüttet hat. Mit seiner Arbeit, mit seinem Willen kann er vielleicht auch die anderen inspirieren dazu, dass sie etwas tun. Du bist eine Person, aber wenn du als Vorbild wirkst und dein Bestes tust, so wie Dr. Wangari Maathai, dann kommen Leute dazu und wollen dich unterstützen und wollen auch genauso wie du eine Änderung. Wie gesagt, sie hat mit 7 Bäumen begonnen und es wurde von allen möglichen Leuten belächelt und am Schluss sind jetzt mehr als 50 Millionen Bäume dort. Die Umwelt ist total verbessert. Sie haben genug Wasser, wo früher Trockenheit war. Und das ist der Unterschied, den wir alle machen können. Als kleiner Mensch kannst du vieles bewirken. Brilliant. So people, I think this is probably the time for me to open up the floor, right? For us to open up the floor to you all. And I'd like for you to tell us anything that you'd like to share with us related to something you've seen today, or what it makes you think about, or any questions that you have that come to mind. Ihr braucht nicht aufzeigen, ihr könnt euch einfach anmuten und sagen, was ihr sagen möchtet. Jetzt könnt ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr möchtet, und auch nur drüber sprechen, was ihr heute gehört habt, ob es interessant war für euch und ob ihr was gelernt habt davon. Ihr könnt euch einfach anmuten, bitte. Wann ist sie gestorben? Sie ist am 25. September 2011 gestorben. Wer ist gestorben? Die Wangari Maathai ist gestorben. Sie ist leider an Krebs gestorben. Sie ist sie war 71, sie war noch nicht so alt. Wer ist That's a gestorben? good question. Any others? Ich fand es sehr interessant. Ja, das war wirklich sehr interessant. Dankeschön, danke. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Habt ihr vielleicht noch Fragen, Favor? Es war auch sehr interessant. Danke. Great. We're happy. So if there's no questions that are coming right now, maybe we'll Continue. Yeah, let's continue. Let's share a little bit more. Mhm. Let's see what else there is that we Hast can du eine learn. Frage? Entschuldigen. Nein. Du hast aufgezeigt. So just to let you know, so it doesn't matter right now. Once you don't interrupt me bang in the middle of what I'm saying, we're into the questions phase. So it doesn't matter if I've finished teaching or sharing all of what I'm
sharing with you. You can ask or say something anytime from now onwards. Ja, also es macht nichts, wir können jetzt gern weitermachen, euch noch ein bisschen was zeigen, aber wir sind in der Frage-Antwort-Phase. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ganz einfach zwischenrufen und Fragen stellen oder etwas sagen, wenn ihr möchtet. Das ist eure Zeit. All right, so let's get into some more then. I'm going to ask David to help me to bring back the PowerPoint. All right. 1 second. So basically, I think the first thing that I'm probably going to just very briefly remind you of our featured person that you've just been listening to or learning about, sorry. You've been listening to Adora and she's been telling you and sharing. But yeah, you can go onto that slide. So Wangari Maathai, you know, as I told you earlier, we're focused on the fig tree as part of it because that was one of her beginnings. Her grandmother inspired her. She told her, you know that fig tree? Yes, the very big one. Do not disturb it. Yeah, it's sacred. It's important to us. And she started to think about what her grandmother had told her. And, you know, she when she went to her water streams, she started to think about, wow, I see these big, if you look at these roots, can you see the roots of this tree? How big those roots are? Those are the roots you're seeing. You can literally sit on them. Mm. Yeah, that's a chair, right? Those roots are so huge, they trap the water around. They help to keep and contain water. They absorb water from deep under. Yeah, depending on where it's located. If it's located next to a stream, it might act like a dam. That dam is a blocking to the path that allows the water level to rise up. Things like that she started to notice. Wie schon gesagt vorhin, ihre Großmutter, Wangari Maathais Großmutter, hat ihr gesagt, schau dir den großen Feigenbaum an. Der Feigenbaum darf nicht gestört werden. Er ist heilig, ja. Und sie hat jedes Mal, wenn sie zum Fluss gegangen ist, hat sie dann auch beobachtet, dass eben diese großen Wurzeln von diesem Baum und von den Bäumen ringsum das Wasser von der Erde aufgenommen haben und gespeichert haben. Ja? Und ohne diese Bäume fließt zum Beispiel Regenwasser einfach auf die Erde und fließt weg. Während, wenn es regnet, nehmen die Bäume das Wasser auf und speichern es, um es später dann wieder abgeben zu können. Ja, also Bäume sind extrem wichtig und ihre Großmutter war ihre erste Inspiration, was das angeht. Great. And so we have this word observe. So she observed. In German, I think it's beobachten. Ja. Beobachten. Wie heißt die Großmutter von Dr. Mongari? Das weiß ich jetzt nicht. He asked the name. Of the grandmother. The name. Do you know what? I also didn't see it. I don't know. I looked for it. I didn't see it. Yeah, I don't know. But that's a great wissen wir nicht alles. Also den Namen der Großmutter haben wir leider nicht. Ich könnte den Namen ihrer Eltern sagen, aber das bringt dir nichts. Yeah. So, also, what is observe? Like, what does it really mean to when we say beobachten? So you remember, you are our scientists in here, right? Was bedeutet es zu beobachten? Was bedeutet beobachten für euch? Vergiss nicht, ihr seid unsere Wissenschaftler hier. Auch die junge Dame, die mit dem Lehm spielt. Was bedeutet für euch beobachten? And remember, there's no wrong answers. That's what it's all about. As a scientist, we want to learn and understand what's around, and we get an idea and we try and make it better. So we can be right, we can be wrong, it doesn't matter. Also es gibt keine falschen Antworten. Als Wissenschaftler
Wissenschaftler möchtest du lernen, was Beobachten bedeutet gut schauen. Also gut für schauen. uns bedeutet Looking well. Excellent. Mhm. Good. Genau. Good. And there's a difference between just looking and looking well. You said observe well, look well. Yeah. Oder beobachten bedeutet für mich, dass sich vielleicht irgendwas ändert in der Zeit, wenn man schaut. Mm. She said that observing means for her that maybe something changes while you're looking at a thing. Right. So Yeah. that we want to look to see if something's changed, right? Exactly. That's what we want to do. We think and we ask that question. Is something changing? And if so, what is changing? Also, und wenn du beobachtest, hast du 100%ig recht. Du schaust, ob sich etwas verändert. Und bei der Beobachtung schaust du, hat sich was verändert und wenn sich was verändert hat, was hat sich verändert? Und eine weitere Frage, die man stellen kann, ist, warum hat sich verändert? Hey, excellent. Very good answer. Who was the person that answered that? What's your name? That asked that said that. Who said that? It was a very good answer. Ah, is that Favor? Is that Favor clapping? Alicia, thank you. Thank you. Super. Very, very, very good answer. Excellent. Well done. So let's look at the next slide, maybe. David, can you David, continue? let's have a look at the next one. Thank you. So again, Wangari, she listened to the women in her village, which is, she inspired the women. And I think that's a huge thing. Let's go on to the next, please. Also sie hat die Frauen sie hat zugehört, den Frauen in ihrem Dorf zugehört und hat sie inspiriert, Veränderungen zu machen. Next one, please, David. So maybe you want to share what's written here. Just. Also sie hat gesehen, dass Bäume die Erde stärken, Benzin, also Benzin produzieren. Yeah, stops the water from running away. Also ja, also das Wasser vom Wegfließen abhielt. Ich habe schon gesagt, wenn es regnet, fließt das Wasser einfach nur weg, wenn kein Baum da ist. Wenn ein Baum da ist, nimmt der Baum mit seinen Wurzeln das ganze Wasser, das abfließen möchte, auf. Und die Bäume sorgen auch für Nährstoffe, für den Boden. Einerseits dadurch, wenn sie sterben, versorgen sie den Boden mit Nährstoffen und auch von ihrer Frucht und ihren Blättern und so weiter. Maybe you want to flick to the next slide, David, please. Let's flick to the next one, please. And again, next one. Okay. Just to briefly mention, there's other powerful people that are doing some work, and it seems to be also run by women. There's some of the largest names. Is Wangari Maathai, and also Vandana Shiva is another one who's doing great work to create the same sort of story. She's helping her community, planting trees and building an economy, all of these kind of things. Also eine weitere wichtige Persönlichkeit, ebenfalls eine Frau, ist Vandana Shiva, die in Indien sich um ihre Community, um ihre Gemeinschaft kümmert, Bäume pflanzt und auch die Wirtschaft unterstützt. Sie ist auch sehr, sehr bekannt, genauso wie Wangari Maathai. Do you want to flick to the next couple, David? I think it's maybe 27. Next one. Next one. Yes. Okay. So
Actually, go one. Keep on going. One more. Actually, go back. Let me just point it out to them. Maybe I'll point this out to them. So, on the right, you see. Can anyone tell me what they see in the picture on the right? Könnt ihr erkennen, was ihr auf dem Bild rechts seht? Was ist das? Könnt ihr da was erkennen? Wurzeln. Wurzeln? That's a good guess. That's a good guess. Any others? Any other guesses? Nein, das sind die Wurzeln. Ja, das ist gut geraten, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, dass es sein könnte? Baumstämme, also so Äste ungefähr. Ja, die Baumäste, die Baumkrone. Yeah, that's so. What you're actually looking at is Also on aus one side you see the Lungen. crown. Wer hat well das done. gesagt? Is that Alicia again? Or who Wer hat was das that? gesagt? Das war ich, Solomon. Super. Well answered, Solomon. Solomon. Thank Sehr you for your gut. answers. Everyone Sehr, that's sehr gut. answered today, excellent. Well done, Solomon. So you have both the crown of the tree, and we also have the lungs. So the one's of a plant, one's of a human, but they look very similar, don't they? Man sieht auf der einen Seite die Baumkrone und wie Solomon schon gesagt hat, auf der anderen Seite sieht man ein Röntgenbild von einer Lunge, von einer menschlichen Lunge. Und man sieht, wie ähnlich die sich sehen. So there's a great relationship between the earth and us, right? Also es gibt eine große Beziehung zwischen Next der one, Erde David. und uns Menschen. We didn't mention the sun being incredibly important in growing all of these. We talked about the air that's needed. We talked about the earth, and we talked about water. But for all of these plants to grow, they need the magic of the sun. The sun's light is a must. Wir haben jetzt noch nicht von der Wichtigkeit der Sonne gesprochen. Wir haben von der Erde, von Wasser und von Sauerstoff gesprochen. Aber damit eine Pflanze wachsen kann, braucht sie die Sonne. Next one, please, David. So once again, it's the same cycle. Next one, please, David. And again, next one. Okay, so from many things that we get from trees and plants is food. All of these things that we love are fruits and so on. You can Also maybe das, was wir von den Pflanzen kriegen, sind wirklich Früchte und Gemüse. Also alles, was wir lieben oder auch nicht lieben. Ich weiß es nicht. Yeah. So we can actually look at food as our medicine. Also wir können Essen als unsere Medizin sehen. So red fruits tend to give very good support to our bodies to protect our DNA. Also rote Früchte unterstützen unsere DNA. Also ein menschlicher Körper besteht aus DNA, aus einem kleinen Bestandteil, der immer wiederholt aufgebaut wird und die Teile des Körpers bilden. Das ist die DNA, ja. Und die roten Früchte unterstützen die DNA. The yellow ones, for example, tend to be good for eyes. Und die gelben Früchte sind zum Beispiel gut für die Augen, oft. Do you want to flick to the next one, David? Again, next one. Okay, so if you take a look, we have the kidney bean and a kidney right next to it. And kidney beans can be good for your kidney health in various ways. They can be. So
Next one, please, David. wait, Sorry, wait. sorry. Forgive me, sorry. Also wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, das eine ist eine Niere und das andere ist eine Nierenbohne, ja. Und Nierenbohnen können es gibt ja ganz viele unterschiedliche, auch gut sein für die Niere. Next one, please, David. So, as a final game, can you connect which fruits or vegetables might be good for which body parts? Also als Abschlussspielchen, schaut ganz genau hin, könnt ihr sagen, welche Frucht oder welches Gemüse für welchen Körperteil gut sein kann? Karotten sind gut für die Augen. Correct, Ja. fantastic. Perfekt, super. Any others? Die Nierenbohnen haben wir ja gerade auch erwähnt, gell? So those of you who want to draw your lines, you can draw on it if you want to. Ja, at this point. jetzt ist Zeit, die Linien zu machen. Jetzt könnt ihr Verbindungen setzen. What about the? Can anyone tell Nierenbohnen sind me? gut für die Nieren. Ja, das Yes, hatten wir, correct. genau. Nierenbohne Correct. und Niere. Willst du eine Excellent. Linie von der Nierenbohne zur Niere machen? Und du von den Karotten zu den Augen? Nüsse sind auch gut für die Augen. Nüsse sind auch gut für die Augen, super. Mhm. Not so good for the eyes. Yes, super. Who can tell me when they see what nut is this that they see? Welke Nüsse? What nut is this? Welche Nuss ist das? What does it Walnuts, look like? What sehr body gut. part does it look like? A brain. Ah, Genau, es schaut aus wie ein Gehirn, die Walnuss. yeah, Korrekt. great. Also eine Walnuss ist gut für den Gehirn. Uh-huh. Aha, genau. And what about Ich glaube, Ingwer ist gut für die Well, we- Lungen. Ingwer ist gut für die Lungen. no, it depends on how you use it. It can actually be good for the lungs. If you get the juice and maybe press it onto your chest, your body absorbs, so it goes into the lungs. But there's another thing that the ginger looks like. Which picture on here does it look like? Wie was schaut der Ingwer aus hier? Bones. Knochen. Actually, in color, they look similar in color, but the shape, there's other things in here that it looks a little bit more similar to in shape. What about any others? Let's look at the grapes, for example. No, not Yeah, that. please take that away. Thank you. Don't scratch everywhere. You can put your arrows or your lines, but not random scratches. Okay, die Verbindung wurde schon gemacht vom Gehirn zur Walnuss, von der Niere zur Nierenbohne, von den Augen zur Karotte, super. Mhm. What about the grapes? The grapes. No, Was ist mit der Weintraube? no, please take that away. Please Keine scratch Kratzer it. machen, bitte. Kratzer weg, damit wir sehen, was wir tun. Wer hat die Kratzer gemacht? Okay, the grapes. Can you please remove these lines, people? This is the last few minutes. Or last minute, actually. All right. Ich glaube, das war ein Kind, das das All gemacht right, hat. so take a look at your answers. So whatever you got, take a look Können Sie die at Linien your entfernen answers. wieder? Geht das? All right. Okay, So dann nicht. please, if you can take away the lines, please do. Otherwise, we can see that, as you said, carrots for the eyes, kidney beans for the kidneys, mushrooms look a bit like the ears, right? We had the Champignons schauen ein tomato, bisschen wie die Ohren aus. Mhm. and the tomato like the inside of a heart if it was to be open. Tomate wie das Innere eines Herzen. The walnuts like the brain. Walnüsse wie ein Gehirn. The grapes are like lungs. Grapefruit wie
Nee, das ist nicht die Lunge, das ist die Tomaten große sind gut für Lunge. das The Herz. grape, not Ah, die grapefruits, Grape, but grape. okay. Die Weintrauben wie die Lunge, Entschuldige. Celery for the bones, Sellerie ist für die Knochen. and the ginger for the Sind stomach. gut für das Herz. Tomaten sind gut für das Herz, genau. Super. Excellent, excellent. Ginger, Oliven sind für die Eierstöcke der Frau. Avocado kann ich jetzt nicht sehen, auch für die Eierstöcke? So yeah, for the Für den uterus, Uterus, für die Gebärmutter. Mhm. and sweet Und- potato for the pancreas. Und der Ginger, der Ingwer, schaut aus wie der Magen. Ein bisschen wie der Magen. yeah, Ist gut für yeah. den Magen. Yeah. Und Süßkartoffel ist gut für die Bauchspeicheldrüse. Ja, das sind Organe, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber die werdet ihr sicher irgendwann lernen. Ja? Und es ist gut auch, wenn eure Eltern Bescheid wissen, dass sie das auch anwenden können oder euch geben können zum Essen. All right, my fellow scientists, I hope you enjoyed the workshop, and we hope to have you with us another time. Right, so if there aren't any questions left, we're gonna wish you a fantastic Saturday. Unsere lieben Wissenschaftler, es ist schön, dass ihr hier wart und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was gelernt und etwas mitgenommen. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Samstag noch. Ciao, ciao, bye bye, everybody. Dankeschön, tschüss, es hat Spaß gemacht. Yeah, Tschüss, super, I'm happy to danke hear euch. that. Thank you. Tschüss. Bye. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Haare wie sie.